Herzlich willkommen zu meinem Informatik-Laborprojekt der Messung der Endgeschwindigkeit und der Beschleunigung eines Modellautos. Mit Hilfe dreier Lichtschranken, die über ein Breadboard mit einem ESP32 verbunden sind, messe ich die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des Autos über die Zeitdifferenz der Lichtschranken. Die Lichtschranken habe ich über Kabel mit dem Breadboard über die Pins 16, 17 und 19 angeschlossen. Das OLED-Display ist am ESP32 über die Pins 21 und 22 angeschlossen, wie wir es später im Arduino-Programm nochmal sehen werden. Power kriegt der ESP über eine Powerbank. Am Anfang binden wir die Bibliotheken für die Hardware, zum Beispiel für das OLED-Display ein. Danach geben wir Preprozessor-Anweisungen, die überprüfen, ob es ein SPI oder ein I2C-Pin am ESP32 ist, an dem das OLED-Display angeschlossen wird. Im Anschluss weisen wir den Lichtschrank 1, 2 und 3 die Pins 16, 17 und 19 zu. Danach definieren wir noch die Streckenlänge mit 72,5 cm und den Magnetabstand mit 4 cm, der später zur Berechnung der Endgeschwindigkeit wichtig wird. Dann noch die Implementierung der Zeitvariablen und es kann losgehen. Der Startwert der Lichtschranken 1, 2 und 3 wird auf False gesetzt, somit werden sie noch nicht getriggert. Die Einbindung des OLED-Bildschirms ist auch noch nötig, um das Programm zu starten. Ebenso die Abbruchkriterien, damit die Lichtschranken 1, 2 und 3 in der richtigen Reihenfolge aktiviert werden und nur somit eine Ausgabe auf dem OLED-Display erscheint, wie hier zu sehen. Danach beginnt das richtige Programm, in dem Lichtschranke 1, 2 und 3 auf Rising gesetzt werden und somit aktiviert werden könnten. Für die richtige Ausgabe auf dem OLED-Display brauchen wir diese Zeilen. Die Berechnung der Variablen Geschwindigkeit, Endgeschwindigkeit und Beschleunigung für die Ausgabe finden hier in diesen 3 Zeilen statt. Danach werden sie auf dem Display ausgegeben. Hier Beschleunigung die Endgeschwindigkeit mit einer jeweiligen Verzögerung von 4 Sekunden auf dem Bildschirm. Im Anschluss, nach einem Durchgang, in dem Beschleunigung und Endgeschwindigkeit angegeben wurden, zeigt der Bildschirm wieder Ready an. Somit kann ein neuer Durchlauf gestartet werden. Als letztes muss man noch die richtige Position und Ausgabe auf dem Display einstellen. Hier wird ein Frame um die Ausgabe, wie am Anfang gesehen, erzeugt, mit den richtigen Positionen und Längen. Oben drüber, wo Beschleunigung ausgegeben wird, die 0 und die 12 zeigen die X- und Y-Position auf dem Display an. Genauso bei Beschleunigung und Ready.